Na, das ist nicht mal Zufall. Während du gerade eine sinnvolle Pause machst und dir dieses Infobreak-Video ansiehst, machen wir uns gerade Gedanken darüber, ob nicht nach den starken Kursanstiegen auch mal am Kapitalmarkt eine Pause angebracht ist. Herzlich willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update. Ja, nach Wochen des unbeirrten Aufwärtsgangs haben die Märkte diese Woche erstmal gezögert. Von den Höchstständen verlor der S&P 500 knapp 2%, Nasdaq 2,5% und der Halbleiterindex, der Liebling der letzten Monate mit einem Plus von 70% seit Ende März, verlor satte 7%. Und auch der Nikkei in Japan brach um fast 6% ein. War das nur ein Ausrutscher oder der längst fällige Reality-Check? Schauen wir mal uns die Gründe an, warum diese Pause nicht nur berechtigt, sondern auch dringend notwendig wäre. Grund 1, die Inflation gibt nicht auf. Letzte Woche hatten wir die Schocknachricht. April-Inflation mit dem stärksten Anstieg seit 3 Jahren. Kurz ignoriert, aber wie ihr in der Grafik seht, steigen die G7-Anleihenrenditen mit Laufzeit 10 Jahren auf Niveaus, die wir seit 2004 nicht mehr gesehen haben. Und auch bei den 30-jährigen Anleihenrenditen, hier UK, Frankreich, USA und Japan, ist die Dynamik heftig wie auch steil im Anstieg. In den USA haben jetzt die 2-Jährigen die 4%-Marke übersprungen, die 10-Jährigen 4,5% und die 20-Jährigen die 5%-Marke geknackt. Haben wir vor wenigen Wochen noch eine Zinssenkung von der Fed erwartet, preisen wir inzwischen mit 64%iger Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung ein. Plötzlich sind die Anleihen wieder eine Alternative. Warum das Risiko bei überbewerteten Aktien eingehen, wenn Staatsanleihen 5% bringen? Grund 2. Die Geopolitik bleibt angespannt. Der Iran-Konflikt kein bisschen gelöst. Trump hat bei seinem Besuch in China keinen Erfolg verbuchen können. Die Rhetorik gegenüber dem Iran jedoch verschärft sich wieder und die Ölpreise bleiben hartnäckig hoch. Und das bedeutet weiterhin höhere Transportkosten, höhere Produktionskosten, höhere Inflation. Grund 3, ja, selbst die Chip-Darlings wackeln. Die große Hoffnung der Märkte, künstliche Intelligenz, Halbleiter, die unstoppbare Tech-Rallye, wurde durch die Berichtssaison gefüttert. 97% der Tech-Unternehmen haben die Erwartungen weit mehr als übertroffen. Heute Mittwoch kommen Nvidia-Zahlen, der Test. Kann selbst das KI-Flaggschiff die himmelhohen Erwartungen erfüllen? Ja, die Herausforderungen sind hoch und die Erwartungen sind astronomisch. Nach Wochen von Earning Beats sind die Messlatte und die Bewertungen so hoch, dass selbst gute Nachrichten enttäuschen könnten. Grund 4, die Markttechnik. Der Risikobereitschaftsindikator von Goldman Sachs hat letzte Woche die Marke von 1,1 überschritten, womit er die Werte vom Jahresanfang übertraf und den höchsten Stand seit 2021 erreichte. Betrachtet man vergleichbare Phasen seit den 1960er Jahren, so zeigt sich, dass die nachfolgenden Renditen für den breiten Aktienmarkt ein begrenzteres Aufwärtspotenzial mit einem gewissen Korrekturrisiko aufwiesen. Wie ihr in der Grafik seht, war dieser Indikator im Jänner ähnlich hoch und da hat der S&P 500 mit der 7000er Marke länger gekämpft, bis es zur Korrektur kam. Jetzt kämpfen wir auf höherem Niveau mit der 7500er Marke im Index. Und der S&P kämpft auch mit der Marktbreite. Wie ihr in dieser Grafik seht, ist der Kursanstieg im Index, der grüne Pfeil, nicht durch neue Anstiege von neuen Hochs im Vergleich zu neuen Tiefs gedeckt. Diese nachlassende Breite deutet darauf hin, dass die Rallye zunehmend von einer geringeren Anzahl von Titeln abhängt. Grund 5. Retail-Aktivität. Viele Indikatoren deuten auf eine überengagierte Teilnahme von Kleinanlegern hin. Das bemerkt man zum Beispiel über Put-Call-Ratios, aber auch in der Dynamik der Margenverschuldung. Und wie in der letzten Grafik heute bemerkt, sind wir auch hier in einen gewissen Gefahrenbereich gerutscht, der dann oft mit Kurskorrekturen verbunden war. Eine Pause? Längst überfällig und gesund. Eine Korrektur, vielleicht sogar notwendig, um Exzesse abzubauen, Bewertungen zu normalisieren und neue Kraft zu tanken. Und die wird der Markt auch brauchen, denn schon in 3 Wochen muss wohl der größte Börsegang der Geschichte SpaceX verdaut werden. Also, gönnt euch eine kleine Pause, aber nur bis zum nächsten Infobreak. Alles Liebe, euer Uli.